Ab ins Puschlav. Ein Tal voller Überraschungen. Als erstes haben wir uns einen generellen Überblick schaffen. Darum haben wir den Kaspar Howald getroffen. Mein Name ist Kaspar Howald und ich bin Direttore di Valposchiavo Tourismus oder auf Deutsch sagen wir Geschäftsführer von Valposchiavo Tourismus. Du bist aber kein Puschlaver. Was hat dich ins Puschlav gezogen? Nein, ich bin kein Puschlaver. Mich hat ins Puschlav gezogen. Eigentlich war es ein Entscheid für die Lebensqualität. Ich habe vorher in einer grossen Stadt gewohnt, in Rom. Und dann ist dort unser Kind auf die Welt gekommen und so. Und dann haben wir gefunden, jetzt ist eigentlich der Moment, wo wir aufs Land wollen. Und dann war da eine Stelle ausgeschrieben eben als Geschäftsführer von Valposchiavo Tourismus. Und das hat mich sehr interessiert, weil das genau das war, was ich wollte. Eben weg aus der Stadt, aufs Land, wo man lokale Produkte kann essen kann, wo man die Natur geniessen kann und so weiter. Also Lebensqualität in erster Linie. Was bietet alles Puschlav? Also wenn ich hier in die Ferien komme, was kann ich alles machen oder was bietet das alles? Also Puschlav bietet viel für Leute, die auch ein bisschen kreativ sind. Es ist nicht ein Ding, es ist nicht das Disney World, wo einfach alles schon parat ist, sondern man muss sich selber seine Erlebnisse schaffen. Aber wenn man das will und kann, dann ist natürlich eben zum Wandern ist es sehr schön im Sommer. Velofahren wird immer interessanter, das Biken. Jetzt mit dem Ding mit dem E-Bike wird es interessant, dass man an einen Ort herkommt, wo vielleicht vorher ein bisschen streng sind. Wir haben hier keine Seilbahnen oder andere Möglichkeiten, die einem auf den Berg auftragen, sondern man muss meistens selber pedalen. Darum sind die E-Bikes eine gute Hilfe. Sonst kann man das Velo auch mitnehmen mit dem Zug oder mit dem Bus. Das sind die anderen Möglichkeiten. Und nachher, was natürlich da immer gut ist, das Essen. Das Essen vor allem. Also das ist hier klar schon Alpen-Südseite, das heisst italienisch beeinflusst. Ist aber so alpine Kost. Also heisst eben, bei uns isst man halt zum Beispiel bei Zucker viele Sachen mit Buchweizen ist bei uns wichtig. Aber schon sehr speziell und eine starke Tradition. Du hast die Natur und das Wandern angesprochen. Gibt es da irgendwelche Highlights, irgendwelche spezielle Sachen, die es nirgendwo anders hat? Oder ist es... Auf jeden Fall. Also, wir haben die schönsten Berge gesehen. Der allerschönste ist vielleicht, oder berühmteste auch Lago di Sauseo im Val di Campo, wo sowieso ein schönes Wandergebiet ist. San Romerio ist eines der Highlights. Das ist eine Alp mit einer kleinen Kirche hoch über dem Lago di Poschiavo. Cavaglia, Gletschergarten in Cavaglia ist ein anderes Highlight. Dann haben wir natürlich alles, das, was zusammenhängt mit UNESCO, also das Kreisviadukt in Brusio. Dann noch eine Verpeiker, eines der ganz grossen Highlights ist der Bernina Express Trail, wo man vom Hospizio eigentlich durchab kann fahren bis auf Poschiavo. Das ist sicher, also das ist eine der meist downgeloadeten Bike-Trails überhaupt in der Schweiz. Und das ist sicher eines der Must für alle, die gerne mit dem Bike unterwegs sind. Ich höre, du sagst die ganze Zeit bei uns. Du fühlst dich jetzt hier schon richtig schön daheim. Also, ich mache da jetzt vielleicht ein bisschen komische Frage, aber wenn du einen typischen Puschlaver möchtest beschreiben, wie würdest du ihn beschreiben? Ein typischer Puschlaver ist sehr verbunden mit seinem Tal, stolz auf sein Tal, stolz auf Tradition und aber auch gleichzeitig sehr offen für Gäste und für Neues. Weil Valposchiavo war immer ein Tal, also nicht ein abgeschlossenes Tal, sondern ein Tal, wo Handel durchgelaufen ist. Wo das Veltlin unter der Herrschaft von Graubünden war, war da eigentlich die Haupthandelsroute, Nord-Süd. Und Puschlaver sind dann nachher im 19. Jahrhundert ausgewandert in die Welt, weil sie hier kein Auskommen mehr hatten, sind aber wieder zurückgekommen, weil sie stark verwurzelt sind und haben von ihren Reisen in die grossen Städte von Europa viel liberales Gedankengut mitgebracht. Und darum ist das eigentlich ein Tal, ein Alpental, das aber ein gewisses städtisches Flair atmet, weltoffen ist und eben auch sehr offen ist für Leute, die hierher kommen. Weil die Leute hier stolz sind auf ihr Tal, zeigen sie es auch gerne den Gästen, die hier kommen und nehmen Gäste und die Leute, die hierher kommen, arbeiten sehr mit offenen Armen auf. Also so ist es auch mir gegangen, als ich hierher gekommen bin. Jetzt vielleicht ein Projekt. Ist jetzt das Projekt 100% Valposchiavo. Für das ist auch ein Milestone bekommen. Kannst du uns das ein bisschen kurz und knapp erklären, was das ist? Sehr gerne. Also das Projekt ist nicht mir zu verdanken. Das ist eigentlich sozusagen etwas, das hier im Tal schon am Brodeln war, als ich hierher gekommen bin. Und da geht es eben darum, sozusagen, dass wir unsere lokalen Produkte ins Zentrum von unserem touristischen Angebot stellen. Oder? Weil bei uns ist so, wenn man sich das vorstellt, wir sind ein Tal mit 4'500 Leuten. Wir haben
4 oder 5 Bäckereien, 4 Metzgereien. Wir haben eine Landwirtschaft, die Avantgarde ist. Also wir haben sozusagen einen der höchsten Bioanteile in der ganzen Schweiz. Wir haben spezielle Landwirtschaft, zum Beispiel Teekräuter werden bei uns angepflanzt oder auch Piccoli Frutti, das heisst Beeren und so weiter. Wir haben ein sehr reichhaltiges Angebot von Rohstoffen, die dann hier verarbeitet werden und am Schluss auf den Teller kommen. Und das ist eigentlich, das haben wir mit dem Projekt 100% ins Zentrum stellen. Dafür haben wir 2 Logos geschaffen. Also eins ist eine Art Regionalmarke eigentlich, wo eben sagt, dass Produkte, die vollständig aus dem Tal kommen und vollständig aus Rohstoffen aus dem Tal sind. Und das andere sind Produkte, die hier verarbeitet werden, aber zum Teil die Rohstoffe halt nicht von da sind, weil wir auch nicht alles haben. Und die 100% Malboschiao-Produkte, bleiben die im Tal oder ist eigentlich das Ziel, dass sie nach außen gehen? Oder wie ist das denkt? Also viele bleiben da, weil wir die da gerade essen und trinken. Das Ziel ist eigentlich für uns sind 2 Sachen. Erstens wollen wir natürlich, dass die Leute hierher kommen und hier diese Sachen geniessen, weil von da kommen sie und da passen sie her. Das andere ist selbstverständlich so, wir sind auch froh, wenn die Produkte in der ganzen Schweiz Verbreitung finden. Viele von unseren Produkten sind auch schon in den Grossverteiler drin. Das ist für uns auch gute Tourismuswerbung, weil es gibt viele Leute, die zum Beispiel die Tee kennen oder die Spaghetti kennen und von dem her gerne mal hierher kommen und schauen, wo wird denn das überhaupt produziert und wie ist das zum Essen, wenn man es gerade vor Ort genießt. Jetzt, es klingt wie ein kleines Paradies, aber was vielleicht ein bisschen ein negativer Punkt ist, ist die Reise. Gibt es da irgendwie einen Weg, um die schmackhaft zu machen? Oder wie? Ja. Auf jeden Fall, also die Reise ist lang, es ist so. Ich meine, das merken wir auch selber. Wir brauchen 2,5 Stunden, nur schon, bis wir in Chur sind, in unserer Kantonshauptstadt. Aber die Reise ist auch schön, vor allem mit dem Zug. Eben wie gesagt, das ist eigentlich die Albula-Bernina-Linie, die UNESCO-Weltkulturerbe ist und zu Recht. Das ist sicher eine der schönsten Zugsfahrten, Alpentransversalen, die man überhaupt machen kann. Und der andere Punkt ist, wir sind vielleicht nicht eine Naherholungszone, sondern es ist so, man muss wählen hierher kommen, aber wenn man dann da ist man auch weit weg von seinen täglichen Alltagssorgen und kann von dem her wahrscheinlich auch besser abstellen, als wenn man nur jetzt gerade irgendwie zu der Stadt ausgeht und auf den nächsten Hügel raufläuft. Jetzt zum Schluss noch, wenn du jemanden müsstest überzeugen, um ins Puschlav zu kommen, ganz kurz 3 Sätze, was würdest du sagen? 3 Sätze. Also ich würde sagen, eben wie gesagt, Lebensqualität. Ich würde sagen Honig. Honig zum Beispiel. Den Honig von da muss man gegessen haben, damit man weiß, was Honig ist überhaupt. Und danach würde ich sagen, die Relaxedheit, also das fast schon Mediterrane, die Entschleunigung, das ist das, was sicher sehr stark ist hier bei uns. A bon savede und bis nächste Woche, wenn es wieder heisst, ab ins Puschlav. Ein Tal voller Überraschungen.